Helene in Bayern, genannt Nene, Schwester von Kaiserin Elisabeth. In den alten Sissi-Filmen die Verschmähte, die tragische. Doch wie war Helene wirklich? Helene wird am 4. April 1834 geboren, als Tochter von Herzog Max in Bayern und Prinzessin Ludowika von Bayern. Sie wächst in Possenhofen auf, gemeinsam mit ihrer Schwester Elisabeth, fern vom strengen Hofzeremoniell. Ludowika erzieht ihre Kinder bewusst frei, viel Natur, viel Bewegung. Lesen, Sprachen, Musik. Die Schwestern verbringen viel Zeit miteinander. Sie lesen gemeinsam, lernen Englisch und sprechen es untereinander wie eine kleine Geheimsprache, die sonst niemand versteht. Doch schon früh zeigen sich Unterschiede. Während Elisabeth reitet, jagt, die Freiheit sucht, sitzt Helene oft still, mit Nadel und Garn, versunken in ihre Arbeit. Ihre Mutter beobachtet das mit Sorge. Helene scheint ihr zu ernst, zu pflichtbewusst. Doch genau diese Eigenschaften machen sie, in den Augen Ludovikas, zur idealen Kaiserin. Die Kindheit der Schwestern kennt nicht nur Unbeschwertheit. Ein früher Verlust prägt beide. Ein junger afrikanischer Diener namens Osman, Teil des Haushalts, stirbt viel zu früh. Zum ersten Mal begegnen Helene und Elisabeth Trauer und Vergänglichkeit. Helene, im Familienkreis Nene genannt, ist hochgewachsen und schlank. Gleichmäßige Gesichtszüge, dunkles Haar, das ihren hellen Ton hervorhebt. Ihre dunklen Augen blicken ernst, nicht temperamentvoll, zurückhaltend. Schon früh wirkt Helene reif, pflichtbewusst, still. Später wird sie zu einer tatkräftigen Frau, sozial engagiert und tief religiös. Mit ihrer jüngeren Schwester Elisabeth verbindet sie eine enge Freundschaft, ein Leben lang. Doch diese Nähe soll in Bad Ischl auf eine harte Probe gestellt werden. Der Kaiser von Österreich wünscht zu heiraten. Seine Mutter, Erzherzogin Sophie, beginnt zu suchen, sorgfältig zielgerichtet. Schließlich fällt ihre Wahl auf eine Nichte, Helene in Bayern, die älteste Tochter ihrer Schwester Ludowika und Herzog Max. Helene scheint für Sophie die richtige Wahl, ernst, pflichtbewusst, geeignet für den Hof. Die zukünftigen Brautleute haben sich nur ein einziges Mal gesehen, als Kinder. Ein Wiedersehen wird arrangiert, in Bad Ischl. Am Ende dieser Reise soll die kaiserliche Verlobung stehen. Herzogin Ludowika bricht auf mit der 19-jährigen Helene und mit Elisabeth, der jüngeren Schwester. Sie reist mit als Begleitung. Herzog Max bleibt zurück. Er weigert sich, an der Reise teilzunehmen. Nicht aus Ablehnung gegenüber den Habsburgern, sondern aus Distanz zum Hofleben. Herzog Max liebt die Freiheit, die Zither, das Reiten, die Jagd. Er ist weit gereist, belesen, historisch interessiert. Die Steifheit des Hofes ist ihm fremd. Er umgibt sich lieber mit Künstlern, Gelehrten und Musikern in seiner berühmten Artusrunde. Während in Bad Ischl über eine Kaiserin entschieden werden soll, bleibt er fern. Doch dann geschieht das Unvorstellbare. Der junge Kaiser Franz Josef verliebt sich nicht in Helene, sondern in Elisabeth. Er präsentiert sie der überraschten Öffentlichkeit als seine Braut. Helene ist verschmäht, die Schwester wird Kaiserin. Die Wahl des Kaisers zerstörte das Verhältnis der Schwestern nicht. Helene blieb an Elisabeths Seite, auch in Wien, auch bei der Hochzeit. Als die junge Kaiserin erschöpft war, war es Helene, die ihr beistand, leise, zuverlässig. Doch für Helene selbst hatte Bad Ischl Folgen. Sie galt nun als die Zurückgelassene, ein Makel, schwer zu tragen für eine junge Frau jener Zeit. Die Familie sorgte sich, besonders die Mutter. Würde Helene je heiraten oder blieb ihr nur ein Leben im Verzicht?
Helene zog sich nicht zurück. Sie fand einen anderen Weg. In Possenhofen kümmerte sie sich um Kranke und Arme. Sie malte, sie half, sie tröstete. Die Menschen gaben ihr einen Namen: der Engel von Possenhofen. Dann geschieht das Unerwartete. Ein ernster Bewerber tritt in Helenes Leben. Erbprinz Maximilian von Thurn und Taxis. Aus gutem Hause, wohlhabend und angesehen. Er kennt die Familie und er kennt Helene. Nicht vom Hof, sondern aus der Nähe. Er verliebt sich und bittet um ihre Hand. Für Herzog Max ist es eine Freude, für Helene eine neue Möglichkeit. Nach der Zurückweisung von Bad Ischl ist sie plötzlich nicht mehr die Vergessene. Es gibt Bedenken am bayerischen Hof, Fragen nach Rang, nach Ebenbürtigkeit. Doch sie lassen sich ausräumen. Die Lösung ist klar. Helene behält ihren Titel. Auch als Fürstin von Thurn und Taxis bleibt sie Herzogin in Bayern. Am 22. Mai 1858 wird die Verlobung gefeiert, in Possenhofen. Ein neues Kapitel beginnt. Für die Hochzeit lässt Herzog Max in Possenhofen eigens eine Kapelle errichten. Ein sichtbares Zeichen, diese Ehe soll Gewicht haben. Helene erhält eine großzügige Aussteuer, Geld, Schmuck, Kleider, alles, was einer Braut ihres Standes zusteht. Ihre Mutter Lodovica achtet darauf, dass nichts fehlt. Auch der Ehevertrag ist klar geregelt. Helenes Mitgift bleibt ihr persönliches Eigentum. Dazu kommen eine hohe Morgengabe und ein jährliches Nadelgeld für Kleidung, Wohltätigkeit und eigene Ausgaben. Finanzielle Sorgen soll sie keine haben. Ihr neues Leben beginnt abgesichert, geordnet, standesgemäß. Am 25. August 1858 wird geheiratet, in Possenhofen. Der Himmel ist grau, der Regen fällt unaufhörlich, doch gefeiert wird trotzdem. Auf dem Starnberger See bringen Boote mit Laternen dem Brautpaar einen musikalischen Gruß. Als der Regen kurz nachlässt, sorgt Herzog Max dafür, dass ein Feuerwerk entzündet wird. Lichter über dem Wasser, Musik, Freude trotz dem schlechten Wetter. Nach einigen Tagen in München reist das junge Paar weiter nach Regensburg. Dort werden Helene und ihr Gemahl feierlich empfangen, mit Ehren, mit Hoffnung. Für Helene scheint sich der Kreis zu schließen. Von der zurückgewiesenen zur geachteten Prinzessin. Ein neues Leben beginnt. Schon bald wird Helene Mutter. Am 1. Juni 1859 kommt das erste Kind zur Welt. Eine Tochter, Prinzessin Luise. Sie heiratet später Friedrich Eugen Prinz von Hohenzollern-Sigmaringen. Am 28. Mai 1860 wird die zweite Tochter geboren, Prinzessin Elisabeth. Im Jahr 1877 heiratet sie Dom Miguel Infant von Portugal und Herzog von Braganza. Knapp ein Jahr nach der Geburt ihres zweiten Kindes wird Helene erneut gebraucht, nicht als Fürstin, sondern als Schwester. Kaiserin Elisabeth ist schwer erkrankt. Husten, Fieber, Schmerzen. Sie zieht sich zurück, verweigert das Essen. Die Ärzte fürchten Lungenschwindsucht. In Wien gehen Gerüchte um. Man fürchtet um ihr Leben. In den klassischen Sissi-Filmen ist es vor allem die Mutter, Herzogin Lodovica, die der Kaiserin in ihrer Krankheit beisteht. In Wirklichkeit übernimmt diese Aufgabe auf Korfu die Schwester, Helene. Kaiser Franz Josef bittet sie um Hilfe, dringend, persönlich. Sie soll zu Elisabeth reisen. Der Abschied fällt Helene schwer, 2 kleine Kinder bleiben zurück. Doch sie bricht auf.
Auf Korfu findet sie eine erschöpfte Kaiserin, abgemagert, mutlos, krank. Nun beginnt Helene sie zu pflegen. Und langsam zeigt es Wirkung. Elisabeth isst wieder, geht nach draußen, macht Ausflüge zu Wasser und zu Land. Helene bleibt, bis die Gefahr gebannt ist. Dann kehrt sie zurück. Ihre Aufgabe ist erfüllt. Am Wiener Hof weiß man das zu schätzen. Man sagt über sie, sie wirkt beruhigend und vernünftig. Die Ehe von Helene und Maximilian verläuft zunächst glücklich. 2 weitere Kinder werden geboren. 1862 kommt der ersehnte Erbprinz Maximilian Maria zur Welt. 1867 folgt sein Bruder Albert Maria. Die Familie lebt in Regensburg. Ein neues Haus, ein neuer Alltag. Doch das Glück währt nur kurz. Maximilian Anton erkrankt. Sein Körper verändert sich. Kraftlosigkeit, Atemnot, die Kuren helfen nicht. Am 26. Juni 1867 stirbt er überraschend, mit nur 36 Jahren. Helene ist Witwe, mit 4 Kindern. Zurück in Regensburg beginnt für Helene ein anderes Leben, still, geordnet, einsam. Sie richtet sich neu ein, meidet die Räume, die sie an ihren Mann erinnern. Lebt nah bei den Kindern. Sie schreibt, sie lebe für sie, dass sie ihre Aufgabe seien, ihr Halt, ihr Sinn. Nach dem Tod ihres Schwiegervaters im Jahr 1871 ändert sich Helenes Leben erneut. Ihr ältester Sohn, Maximilian Maria, wird Fürst von Thurn und Taxis, 9 Jahre alt. Helene übernimmt die Vormundschaft, nicht widerwillig, sondern entschlossen. 12 Jahre lang führt sie die Geschäfte des Hauses, sachlich, umsichtig, erfolgreich. Der Besitz wächst, große Ländereien werden erworben, vor allem in Kroatien und Slowenien. Helene erweist sich als kluge Verwalterin und als geschickte Geschäftsfrau. 1883 wird Maximilian Maria volljährig. Mit 21 Jahren übernimmt er die Verantwortung. Die Mutter übergibt. Der Sohn tritt an. Er ist gebildet, kunstsinnig, ehrgeizig, fördert Wissenschaft, Museen und Vereine und beginnt Schloss St. Emmeram grundlegend umzubauen. Ein neues Schloss entsteht, groß, repräsentativ. Doch diese Zukunft währt nur kurz. 1885 stirbt Maximilian Maria plötzlich, mit nur 23 Jahren, ein Herzleiden, seit der Kindheit unentdeckt. Die Nachricht erschüttert Regensburg und trifft Helene ins Innerste. Sie verliert nicht nur ihren Sohn, sondern ihre Hoffnung. Helene bricht fast zusammen. Zeitzeugen berichten von tiefer Melancholie, von seelischer Erschöpfung. Doch sie darf nicht zerbrechen. Der jüngere Sohn Albert ist erst 19. Wieder übernimmt Helene die Vormundschaft. Zum 2. Mal. Sie führt das Haus weiter bis 1888. Kraft findet Helene im Glauben, in stillen Nächten und im Helfen. Sie unterstützt Krankenhäuser, pflegt Bedürftige, spendet Holz, Geld und Zeit. Viel hat sie verloren, Tochter, Ehemann und Sohn. Doch Helene bleibt pflichtbewusst, religiös, unerschütterlich. In ihren letzten Jahren zieht sich Helene immer mehr zurück. Sie lebt abgeschieden, ist oft allein, umgeben von Büchern, Bildern, Erinnerungen. Ordnung verliert für sie an Bedeutung, Zeit ebenso. Sie verspätet sich, Züge fahren ohne sie ab, Mahlzeiten sind beendet, bevor sie erscheint. Nach außen wirkt sie zerstreut, nach innen müde. Doch trotz dieser Unruhe bleibt eines unverändert: ihre Pflicht, ihr Verantwortungsgefühl, ihr Wille, das Erbe ihres Sohnes zu schützen. 1890 verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand deutlich. Kaiserin Elisabeth eilt nach Regensburg. Zum letzten Mal sehen sich die Schwestern. Sie sprechen wie früher, Englisch, über das Leben, über Schmerz. Kurz darauf stirbt Helene, am 16. Mai 1890.
Helene in Bayern war nie die Kaiserin, nie die Strahlende, nie die Berühmte. Doch sie war verlässlich, pflichtbewusst, standhaft. Sie trug Verantwortung, als andere zerbrachen. Sie hielt aus, wo andere flohen. Die alten Sissi-Filme zeigen sie als die Verschmähte, die Tragische. In Wirklichkeit war sie etwas anderes. Eine Frau mit Herz, mit Pflichtgefühl und mit stiller Stärke. Der Engel von Possenhofen.